Also wenn ich morgen aufstehe, dann muss ich einen Kaffee trinken und erstmal was zeichnen. Und daraus ergeben sich aber auch manchmal einfach Ideen. Und das ist so ein Lernprozess, der sich wirklich über Jahrzehnte ansammelt. Man kann kein Fahrrad gut konstruieren, wenn man nicht selber ambitioniert Fahrrad fährt. Man muss es spüren, man muss jetzt kein Top-Profi sein. Man hat auch viele Konstruktionen gefahren, spürt auch die Vor- und Nachteile. Mein Antrieb ist dann schon, was zu konstruieren, wo man sagt, man fährt besser bergauf, besser bergab, sicherer, souveräner. Fortschritt und Innovation kann man immer nur als Ganzes denken. Das ist einfach eine Gesamtkomposition. Das heißt, der Rahmen kann nur mit der IPU gedacht werden. Unser selbstentwickelter Akku, der Benchmark ist. Die Art und Weise, wie der Motor natürlich integriert ist. Und da nehmen wir nicht irgendwas, sondern einfach der Motor, der uns von Anbeginn an sofort überzeugt hat. Einfach durch seine unglaubliche Kraft, durch die unglaubliche Präzision, durch die sehr Feinfühligkeit und die gute Fahrbarkeit. Je tiefer man in eine Materie einsteigt, desto mehr Türen öffnen sich. Das ist so ein bisschen der heilige Gral im Fahrradbau. Ja? Wie steif und wie ist der Flex und die Steifigkeit einer Schwinge gestaltet. Und wir haben da wirklich eine neue Tür aufgestoßen. Man sieht es auf einen Blick. Das RX ist was anderes. Da haben wir richtig von Anfang an neu gedacht. Technisch gesehen haben wir eine Elevated Box Design Schwinge, also eine Schwinge, die ihr Bauvolumen über die Kette legt, anstatt unten durch. Das Entscheidende ist, die Kinematik arbeitet bergauf und bergab unglaublich effizient. Unter Kettenzug, unter Wiegetritt, unter Querbelastungen unglaublich steif. Aber unter Schlägen, die von der Seite kommen auf das Hinterrad, ja, durch einen wegrutschenden Stein oder in der Kurve, dann kann es torsional flexen und dadurch einfach ein Höchstmaß an Grip bereitstellen. Am Ende ist auch ein Fahrrad was Emotionales. Es muss einen auf ganz direkte Art und Weise ansprechen. Und das darf auch subjektiv sein. Man muss immer etwas in die Zukunft sehen. Ja? Das ist dann auch zum Schluss ein nachhaltiges Design. Ein Design, was über eine möglichst lange Zeit sehr gut funktioniert. Wir bleiben nie, never ever stehen. Also es ist jetzt nicht so, dass sich der Blitz trifft und dann baust du morgen ein anderes Fahrrad. Das ist schon einfach eine konstante Weiterentwicklung in vielen Bereichen. Bei der Konzeption der Geometrie für das Rad war uns vor allem wichtig, dass wir Laufruhe reinkriegen, aber auch nicht die Verspieltheit des Rades zu sehr beschränken. Der Hinterbau ist super sensibel. Wir haben nochmal den Sitzwinkel etwas steiler gemacht und dazu kommt, dass wir auch den Stack nochmal erhöht haben und zusätzlich ist kompatibel mit unserem Rahmen das Acros-Mod-System. Das heißt, man kann sowohl den Lenkwinkel als auch den Reach verstellen. Normales Setup bedeutet, dass wir zwei unterschiedliche Laufradgrößen vorne-hinten fahren. Das Rad geht deutlich besser in die Kurve, es nimmt Richtungswechsel einfach besser an mit dem kleineren Hinterrad. Der DJI Aminox-Antrieb ist zum einen sehr leistungsstark, auf der anderen Seite gibt aber auch die Software einfach einem die Möglichkeit, dieses ganze Paket maximal auf einen abzustimmen. Beim Akku haben wir es geschafft, bei gleichem Gewicht noch mal mehr Wattstunden reinzupacken und in Verbindung mit dem Carbongehäuse von uns haben wir ein sehr, sehr leichtes Package, was zusätzlich auch noch über unser Push-Plus-System seitlich wirklich zu entnehmen ist, was einfach das Day-to-Day-Life mit dem Rad leichter macht. Wir haben bei der SRAM Transmission auf eine Integration mit dem DJI-Motor gesetzt. Das heißt, Schaltwerk und Motor kommunizieren miteinander, was uns einfach da noch mal deutlich mehr Spielraum gibt, das Schaltverhalten zu optimieren. Bei der Stütze setzen wir weiterhin auf 8-Pins. Wir haben aber auch da einfach konsequent weiterentwickelt. Das heißt, die Stütze ist jetzt voll im Rahmen integriert. Das ist nicht nur optisch einfach ein Leckerbissen, sondern sorgt auch noch mal für eine bessere Funktion und eine längere Haltbarkeit. Was ein weiteres schönes Detail ist, sind die neuen Zugeingänge, die zum einen die Montagefreundlichkeit erhöhen und zum anderen eine bessere Klemmung der Züge und der Leitungen garantieren, was einfach auch noch mal den Rahmen leiser macht. Bei der Dämpferbefestigung sind wir auch noch mal neue Wege gegangen, haben uns dafür ein System entschieden, was mit einer Gleitbuchse arbeitet. Das heißt, ich kann den Dämpfer leichter verbauen und habe aber trotzdem eine hochpräzise Anbindung des Dämpfers im Rahmen. Auf jeden Fall das Rad für die Home Trails vor der Haustür, aber auch in den Alpen oder in jedem anderen Hochgebirge kann man damit absolut ans Limit gehen. Und für mich ist das wirklich so das, was ich täglich am liebsten eigentlich fahre. Ja, es ist schon so die klassische Allzweckwaffe.